Na, bist du fertig? Ja, sag mal, warst du schon auf Toilette heute? Heute noch nicht. Nee, so riecht's auch. Moin. Stell dir mal vor, was wäre, wenn diese ganzen Autos Fahrräder wären. Aber darum geht es in diesem Video nicht. Also um das Thema einmal abzuschließen mit den Autos, mir ist völlig bewusst, dass das im Vergleich zu einer Großstadt da draußen fast gar nichts ist. Aber jetzt sind wir damit auch fertig. Moin erstmal. Ja, mit den Autos, das ist die eine Sache, aber ich weiß, dass gerade du als Kunde, wenn du im Moment mit dem Gedanken spielst, ein neues E-Bike zu kaufen, vor ganz anderen Herausforderungen stehst. Und damit da mal so ein bisschen Klarheit auf den Tisch kommt, sprechen wir da heute mal drüber. Weil es gibt ja, wie du wahrscheinlich auch schon weißt, gerade wenn du dich mit dem Thema Fahrrad oder E-Bike beschäftigst, im Moment wieder den sogenannten Modellwechsel. Und der ein oder andere, der weiß dann gar nicht, was mache ich denn jetzt? Nehme ich das neue Modell oder nehme ich doch das Vorjahresmodell, weil wahrscheinlich ist es noch verfügbar oder es gibt irgendwie ein super geiles Angebot, mega attraktiv, wo man schon fast denkt, kann das denn mit rechten Dingen zugehen? Oder warum ist das denn jetzt so weit reduziert, vergünstigt und so weiter? Und ja, all diese Themen, die gehen wir heute mal gemeinsam durch. Cruiser 1, Cruiser 2 und augenscheinlich doch zwei absolut identische Räder. Und fürs Verständnis, Cruiser 1 einmal als Modell Silent, Cruiser 2 einmal als Modell Vario. Cruiser 1 gibt es aber auch als Vario und Cruiser 2 gibt es auch als Silent. Und wenn wir uns den Rahmen angucken, die Farbe angucken, die Gabel angucken, den Scheinwerfer angucken, den Lenker angucken, die Bremsen angucken und all diese ganzen Kleinteile, Reifen, Narben und so weiter, Pedale, Gepäckträger, alles das Gleiche. Trotzdem ein neues Modell. Ja, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Und das kann ich dir ganz einfach sagen. Cruiser 2, das ist das Rad mit dem neuen Smart-System und beim Cruiser 1, da gibt es das noch nicht mit Smart-System oder mit Smartphone. Ja, Nils, aber Smartphone, was ist denn jetzt das Smart-System? Smart-System könnte ich dir jetzt ganz einfach sagen. Du kannst dein Fahrrad mit deinem Smartphone verbinden. Du kannst dein Smartphone auch als Display nehmen. Also da gibt es sämtliche Möglichkeiten. Aber wenn ich das jetzt alles im Detail erkläre, das wird das Video sprengen. Da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Es gibt da auch ein Video darüber, genau. Also du siehst schon, wir haben hier nahezu zwei identische Räder und das eine hat das Smart-System und das andere hat es halt nicht. Es gibt da noch so ein, zwei Kleinigkeiten, die ich gleich auch noch erzähle, aber das war es eigentlich schon. Und falls du dich jetzt fragst, brauche ich das Smart-System eigentlich, ist das jetzt so, muss ich haben? Ich bin ganz ehrlich, ich habe mein Smartphone noch nicht mit dem Smart-System vom Cruiser 2 verbunden. Und ich fahre trotzdem liebend gerne mit dem Fahrrad. Ich habe das jetzt mal am Modell Cruiser beispielhaft gezeigt. Es gibt es auch bei anderen Modellen aus dem Hause Riese und Müller und auch bei anderen Marken. Zum Beispiel auch bei Stevens. Und bei Symplon, das ist zum Beispiel genauso. Ja, dieses Thema Modellwechsel, das ist so ein typisches Branchenthema, typisch Fahrradbranche. Jedes Jahr gibt es was Neues. Manchmal ändert sich auch die Farbe und das Modell heißt genau so und sonst ist da nichts neu dran. Das gibt es auch.
Aber wenn man das mal so im Endeffekt betrachtet, kann man sagen, ja, es gibt Neuerungen, was aber nicht bedeutet, dass es ein absolutes Must-Have ist und auch nicht bedeutet, dass das andere jetzt irgendwie unbrauchbar ist. Und eine Sache möchte ich dir dann doch nicht vorenthalten, wenn wir schon über das Thema sprechen. Ich habe hier einen echten Oldtimer, könnte man jetzt meinen. Ganz so alt ist es dann doch noch nicht. Dieses Rad ist von 2017, hat auch schon einen 500 Wattstunden Akku, ein Tuvia-Display und auch die Bedieneinheit, die wir auch teilweise heute noch an neuen Modellen finden. Also von daher, man sieht schon, es gibt immer mal Veränderungen. Das Design, ja, also dieses Rad sieht schon anders aus als das, was wir da drin haben. Da bin ich komplett bei dir. Aber mal so im Groben und Ganzen, die Technik ist in den letzten 5 Jahren, wenn ich ganz frech bin, sage ich, stehen geblieben. Und was ich dir einfach sagen möchte, du siehst schon, es gibt zwar Möglichkeiten ohne Ende, nur ob du jetzt das neueste Modell kaufst oder eins von davor, vom Vorjahr, das musst du entscheiden, beziehungsweise das hängt ja auch immer damit zusammen, was möchtest du mit dem Rad überhaupt machen? Bist du so Smartphone-affin, dass du sagst, ich brauche auf jeden Fall ein smartes System oder was ist der Grund dabei? Und vielleicht denkt der ein oder andere im Laufe dieses Videos, ja, warum machen die überhaupt so ein Video? Haben die ihr Lager voll mit alten Rädern oder was ist da überhaupt los? Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, ja, wir haben das ein oder andere Rad, wo ich nicht sage, das ist alt, das ist vielleicht ein Vorjahresmodell. Jo, gibt es. Aber genauso gibt es auch Innovationen. Die eigentliche Message aber von diesem Video soll einfach sein, so, dass du ein Fahrrad bekommst und auch findest, gerade in der jetzigen Zeit, wo so viel auf dem Markt ist, was zu dir passt und zu deinem Einsatzzweck passt. Ja, und was meint er damit denn jetzt überhaupt? Er sagt das immer so, damit du ein Rad bekommst, das zu dir passt, zu deinem Einsatzzweck, zu deinen Körpermaßen und so weiter. Ja, und genau so meine ich das auch, weil ich stehe hier jetzt im Herzstück von Zweirad Hogendorn und das ist der 3D 360 Grad Bodyscanner. Hier stellen wir dich vor der Fahrradberatung einmal rein, da wirst du einmal ausgemessen. Wirklich, also hier sind 8 Kameras, die erfassen über 1 Million Messpunkte, auf die wir dann im Endeffekt oder im Nachhinein zurückgreifen können, sodass du nachher wirklich ein Fahrrad bekommst, das perfekt zu deinen Körpermaßen passt und zu deinem Einsatzzweck, weil ein paar Fragen musst du uns auch noch beantworten. Stopp, Moment. Was ist denn mit Probefahrt? Wie, was ist mit Probefahrt? Du meinst, man muss ein Rad Probe fahren? Ja, natürlich. Ja, trotz Vermessung und so Ja. weiter. Natürlich, Probefahrt geht auch. Also entweder haben wir das Rad auf Lager oder wir haben ja da vorne, können wir gleich mal zeigen, noch unseren Ergotech-Scanner stehen. Da können wir auch jede Sitzposition simulieren. Fakt ist aber, Probefahrt vorm Fahrradladen macht doch gar keinen Sinn. 5 Minuten Testfahren vorm Fahrradladen auf wunderschönen Asphalt, da fährt jedes Rad gut. Ob so ein Rad wirklich gut fährt, das merkst du doch erst im alltäglichen Einsatz. Und weil wir da zu 100% sicher sein wollen, kann jeder Kunde bei uns das Rad 4 Wochen lang nach dem Kauf auf Herz und Nieren Test fahren. Das ist doch ein Wort, oder? Ja, wenn du das sagst. Und falls die Probefahrt dann immer noch nicht reicht, dann können wir hier am Ergotech-Scanner auch wirklich nahezu jede Sitzposition simulieren. Weil vielleicht kennst du auch das, einschlafende Finger, der Hintern brennt oder schmerzt, wenn du Fahrrad fährst, oder du hast am nächsten Tag gar keine Lust mehr, Fahrrad zu fahren. Und genau darum ist einmal der Bodyscan oder auch die Simulation der zukünftigen Sitzposition so wichtig. Guck mal, das ist unsere Sattelwand. Und guter Kaffee darf bei einer Fahrradberatung auch nicht fehlen. Und achte bitte auch darauf, dass, wenn du dir ein Fahrrad kaufst, dass wirklich ausreichend Fachkompetenz im Raum ist. Ja, Nils, das ist ja alles schön und gut. Aber hat Zweirad Hogendorn denn auch neue Modelle? Haben wir die überhaupt?
Stimmt, bin ich im Lager gerade völlig von abgekommen, habe ich gesagt, ja, alte Modelle, neue Modelle, Innovation und so weiter. Und ob wir neue Modelle haben, das würde ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Das ist selbstverständlich, dass wir neue Modelle haben. Nur wenn jetzt jemand sagt, ich warte noch, bis ein neues Modell da ist, in welchem Fall macht das denn Sinn? Und ich habe ja schon oft gesagt, 2023, das ist das Jahr der Smart E-Bikes oder Light E-Bikes. Ne? Smart haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Smart-System aus dem Hause Bosch gibt es ja schon recht lange. Aber Light, das ist ja auch ein großes Thema. Und da bin ich dann auch der Meinung, dass man sagt, so, da tut sich so viel, da muss man auch ganz genau gucken. Ich meine, im Laufe des Videos wirst du schon gemerkt haben, genau gucken macht so oder so Sinn. Aber im Smart E-Bike-Bereich, da tut sich gerade wirklich am meisten, weil wenn ich jetzt zu dir sagen würde, das hier ist ein E-Bike, dann könntest du das in Frage stellen, weil meine Meinung ist, es sieht nahezu genauso aus wie ein normales Bio-Bike zum Beispiel. Und auf diesem Bereich, da tut sich eine ganze Menge. Hier haben wir zum Beispiel ein Simplon Silk Carbon mit einem TQ-Antriebssystem. Aber das ist wirklich nochmal eine ganz andere Kategorie Fahrrad und darum behandle ich die auch immer so ein bisschen gesondert, weil da tut sich gerade wirklich eine ganze Menge. Da kann man wirklich schon sagen, so, jo, alles klar, das ist cool, das ist einfach noch kleiner alles. Die Akkus sind kleiner, die Räder sind leichter und ja, wie gesagt, da tut sich in Wirklichkeit am meisten. Also Dieter, und um deine Frage final zu beantworten, siehst du, wir haben auch ganz neue innovative Modelle hier vor Ort. Eigentlich sind wir auf der Zielgerade vom Video, würde ich behaupten, nur ein Thema gibt es da noch. Kann das überhaupt mit rechten Dingen zugehen? Diese Angebote, die man da teilweise sieht, mal mehr, mal weniger. Was ist damit eigentlich? Kann ich da ein Rad kaufen oder kann ich da kein Rad kaufen? Und ich habe da immer so einen Spruch parat. Ich sage dann immer, du kaufst ja, also überleg mal, du kaufst dir ja nicht nur ein Fahrrad, sondern du kaufst dir ja auch einen Fahrradhändler. Weil, was ist denn eigentlich, wenn dein Rad wirklich mal in die Werkstatt muss? Wenn mal was kaputt ist? Oder wenn mal was nicht so ist, wie erwartet, soll es ja alles geben. Und dein Fahrradhändler nicht mehr da ist. Auch das soll es geben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber wenn wir jetzt teilweise beobachte ich das, es gibt schon Angebote, wo ich wirklich sage, ja, für einen Kunden ist das super. Aber ist das wirklich so super? Weil wenn der Händler irgendwann nicht mehr da ist, weil es einfach gar nicht mehr geht, weil es einfach gar keinen Sinn mehr macht, also das zwischen Daumen und Zeigefinger, dann stehst du mit deinem Rad da und vielleicht auch noch ganz viele andere. Weil wenn man mal überlegt, in den letzten 2 Jahren wurden so viele Fahrräder verkauft wie noch nie. Auch wenn die Fahrräder alle wirklich gut sind, weiß ich auch, dass jedes Fahrrad mal in die Werkstatt muss. Und wenn es nur eine Wartung ist. Und dieses Serviceaufkommen, was da auf den einzelnen Händler zukommt, das ist immens. Das ist eine ganz große Menge. Darum sage ich immer, du kaufst nicht nur ein Fahrrad, sondern auch einen Händler. Das wollte ich dir an dieser Stelle nochmal mit auf den Weg geben. Wenn ich sage, geht das denn mit rechten Dingen zu, wenn wir so ein stark reduziertes Rad sehen? Klar, wenn das vereinzelt in dem einen oder anderen Geschäft mal so ist, dann ist das ja auch in Ordnung. Dann wird es seine Gründe haben. Aber wenn man so sieht, so, dass jemand mit 70% wirbt, dann würde ich sagen, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist meistens kein gutes Zeichen. Und wenn ich sage Serviceaufkommen, dann, ja, was meine ich damit dann schon wieder? Also solche Situationen wie, was meine ich damit eigentlich, hatten wir ja im Laufe des Videos schon öfter. Ich meine damit einfach dieses Serviceaufkommen, was da auf den einzelnen Händler zukommt. Wenn dann auch noch der ein oder andere Händler auf einmal aussteigt und sagt, ich habe keine Lust mehr, weil das macht alles keinen Sinn mehr, das ist immens. Und dann wird es Händler geben, die wirklich sagen, ich kann kein Fahrrad mehr annehmen, was hier nicht gekauft wurde. Das kommt da dann auf uns zu
Und darum ist dieses ganze Thema Fair Play auch so extrem wichtig. Von beiden Seiten. Händler zum Kunde, Kunde zum Händler und so weiter. Und mit diesem Video kannst du auf all diesen Themen, kannst du da einfach mal drauf achten, wenn du losgehst und sagst, ich kaufe mir ein Fahrrad, weißt auch, welches Geschäft du betreten solltest und welches du vielleicht, wo du einen großen Bogen drum machen solltest. All das weißt du jetzt hoffentlich, worauf du achtest, wenn du ein Fahrrad kaufst. Und ja, wenn du dir total unsicher bist, dann buchst du einfach einen Termin bei Zweirad Hogendorn. Da gibt es eine Terminseite und dann suchst du dir ein Wunschdatum, Wunschuhrzeit aus, kommst zu uns, alles wunderbar. Wenn du sagst, ich habe noch eine Frage, dann schreib sie gerne in die Kommentare, freuen wir uns auch drüber, können wir beim nächsten Mal dann vielleicht darauf eingehen. Und ja, ansonsten kann ich nur noch sagen, Kanal abonnieren, Daumen hoch da lassen und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. So.